Gestrandet. Last Exit Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen liebster Insel. Ahoi an alle hier Gestrandeten und herzlich willkommen zur dritten Folge von Gestrandet Last Exit Mallorca. Ihr hört es vielleicht auch schon an den Hintergrundgeräuschen oder auch nicht. Es könnte auf jeden Fall passieren, dass es hier ein bisschen tröppelt oder das ein oder andere Geräusch vom Wind kommt. Die Gesänge auch nicht zu vergessen von den Hotels. Ja, ich weiß nicht, ob man es hört, genau, aber es könnte passieren, denn wir sitzen heute zum ersten Mal draußen auf Jens' Terrasse. Denn hier hat sich auch einiges getan, ja. Also, wie kam es denn dazu, Jens? Ja, jetzt kommt ja langsam der Sommer und da muss ich ja aufräumen, weil ja es wird zu warm im Zelt. Wenn die Sonne drauf knallt, ein Freund kam zu Besuch, oder besser ein Freund von mir kam zu Besuch und da habe ich ein Plätzchen zum Schlafen hingemacht. Und deswegen bin ich hier noch am Aufräumen, so die Sachen, die sich über den Winter angesammelt haben, wegsortieren, aufräumen, ja, damit es hier wieder ordentlich wird. Und ja, jetzt im Sommer, wenn die Hitze ist, da liege ich draußen. Weil es geht einfach nicht, wenn wir jetzt hier unsere Hauptsommerzeit kriegen mit 40 Grad oder über 40 Grad im Sommer. Abends hast du, wenn du Glück hast, 32 Grad. Da liege ich schön draußen auf der Terrasse. Also ich halte mich eigentlich nur auf der Terrasse auf. Ja, ist auch deutlich angenehmer hier. Jetzt hört man es ja gerade nicht regnen, weil es auch aufgehört hat und die Sonne scheint auch wieder. Aber wenn hier mal auch ein Luftzug oder ein Windzug durchgeht, deutlich angenehmer wie drinnen, absolut, ja. Mir ist es sogar fast zu kühl im Schatten, wenn die Luftheuche kommen. Dann gehe ich abends immer noch rein. Aber in 2, 3 Tagen sollte es vorbei sein, laut Wetterbericht. Jetzt morgen, übermorgen soll es noch ein bisschen Tröppeln und Regen geben, nochmal ein Gewitter. Und ich denke, dann ist es vorbei mit dem schlechten Wetter. Vielleicht nochmal ein Sommergewitter. Aber dann wird es zu warm und dann werde ich mein Quartier nach draußen verlagern. Dann wird das ganze Zelt aufgeräumt, ordentlich gemacht. Wahrscheinlich vielleicht auch schon abbauen, weil ich möchte ja im Herbst Neues bauen. Und ja, jetzt kommt einfach die Sommerzeit. Jetzt ändern wir ein bisschen alles. Und dann schläfst du auch draußen, korrekt? Ja, selbstverständlich. Deutlich angenehmer, ne? Ja. Viel angenehmer, ja. Das machen auch viele Spanier oder auch Leute, die hier leben, höre ich, die ich kenne, dass sie froh sind, wenn sie einen Balkon haben oder eine Dachterrasse, dass die sich dann draußen hinlegen, weil es einfach drin viel zu warm ist. Und mit der Klimaanlage, das nervt halt auch immer, wenn die Luft dahin pustet, ist auch nicht gesund. Ich habe es jetzt noch gar nicht so beobachtet, aber ich kann es mir vorstellen, vor allem weil auch viele ja gar keine, also es existieren immer noch einige Wohnungen, die keine Klimaanlage haben, sagen wir es mal so, die sich das auch vielleicht wegen dem Stromverbrauch gar nicht leisten können oder ähnliches. Ne? Und wie gesagt, ich habe auch auf die Hintergrundgeräusche schon hingewiesen, liegt auch daran, dass hier auch ja jetzt eine Plane drüber hängt, also die hast du ja auch instand gesetzt, heißt, wenn es hier auch mal kurz tröppelt und oder ähnliches, das juckt gar nicht, ne? Wird man auch nicht merken. Ja, nee, jetzt kommt der Sommer, da regnet es wenig. Da ist eigentlich die Plane eher zum Sonnenschutz gedacht. Aber ja, gerade wenn es so tröppeln jetzt noch beim Übergang oder beim Starkregen, ja gut, beim Starkregen hoffentlich hebt die dann, weil wenn in kurzer Zeit so viel Wasser fällt. Ja, aber wenn ich dann ein schönes Gefälle hinmache, das gut ablaufen kann, dann funktioniert das gut. Ich gucke jetzt noch eine Bekannte von mir, oder ich kenne ja mehrere, die Restaurants und Hotel arbeiten, dass ich vielleicht noch so einen großen Sonnenschirm von der Terrasse bekomme, den kann ich weiter vorne hinstellen. Ja, so nach und nach jetzt wieder die Terrasse ordentlich machen. Ich denke mal, so in 1, 2 Wochen wird es fertig sein, dass es richtig schön gemütlich ist. Natürlich auch den Fernseher rausstellen. Und ja, dann wird sich das Leben nur draußen abspielen, nicht mehr drin. Ja, Sonnenschutz ist natürlich dann auch eine ganz wichtige Sache, da hast du recht. Und das mit den Schirmen darf ich mir so vorstellen, wie man das auch in dem Beitrag gesehen hat, in deinem, ich glaube, korrigiere mich gern, in deinem Gästehaus waren die auch verbaut, oder? Solche Schirme, zumindest die Gestelle. Ja, genau, im Gästehaus waren die auch verbaut. Und ja, ich frage jetzt mal bei den Restaurants rum, ob sie irgendeinen alten haben, der noch rumliegt, der halt nicht mehr so sauber ist und so, den sie nicht mehr großartig brauchen und hoffe, dass ich da ein oder
Na, 2 Stück wäre, glaube ich, zu viel. Einer wird mir eigentlich erstmal lang, dass ich so ein Geschenk bekomme und den dann hier weiter verbauen kann. Weil die bekommen die ja, glaube ich, über die Schankkooperation relativ günstig oder umsonst. Und wenn die ja 2, 3 Jahre standen, ist ja nur für meine Terrasse, wenn da ein Riss drin ist und ein bisschen Vogelkacke drauf ist, ist es mir egal. Für sie ist halt auf dem Lokal, die wollen halt schöne, saubere, ordentliche Schirme. Wenn der ein bisschen versifft ist, ist mir hier draußen relativ egal. Hauptsache ist trocken oder, nee, besser gesagt, sonnengeschützt. Ja, aber dort hast du sogar auch doch nur die Gestelle verbaut gehabt, ne? Beispielsweise, um das darüberliegende dann zu stabilisieren. Also selbst damit könntest du doch noch was anfangen, oder? Ja, die habe ich auch noch da, die Gestelle. Ah, Aber ich okay. habe ja hier, siehst du, habe ich doch so vom Partyzelt das Gestell. Und das dort oben habe ich festgemacht. Ja, das ist so ein Kleidergestell, um oben die Plane zu halten. Das ist auch alles so provisorisch zusammengebastelt, siehst ja. Und ich habe ja noch die Schirme habe ich, 2 Stück sind noch da. Der eine ist mehr oder weniger kaputt gegangen, die sind da die Befestigung kaputt gegangen. Aber ich gucke erstmal, dass ich was Besseres bekomme, bevor ich da irgendwas zusammenbastel. Natürlich im Notfall habe ich das noch da liegen. Das kann ich dann auch abgeben als Altmetall. Wenn mal ein Bekannter von mir hier vorbeikommt und sagt, hast du Altmetall, beziehungsweise selber mal einpacken, wenn man da ist mit dem LKW und es abgeben. Ich habe auch noch hier leere Autobatterien stehen. Deswegen habe ich gesagt, hast du gesehen, du hast gesagt, hier stand alles voll. Aber das meiste das ist ja kein Müll gewesen, sondern das Altmetall, die Stühle, dann die Plane, das und Ja, es war jenes. Was war noch verwertbares für noch Material, ne? verwertbares Zum Material? Bauen, Das war ja ja. kein Müll. Das war so einfach da eingelagert. Und jetzt tue ich das sortieren, was ist noch verwertbar. Und ein paar Sachen kommen natürlich dann jetzt auch noch weg, weil auch Regen war, die lagen noch rum. Ähm, aber im Großen und Ganzen war das ja kein Müll. Es ist einfach nur einmal kurz aufräumen, 2 Stunden, das kommt in die Ecke, das kommt in die Ecke, das kommt in die Ecke und dann passt es wieder und dann mache ich mir das hier hübsch. Ich Hauptsächlich freue mich drauf. sortiert, Hier ja. im Sommer schön liegen, im Halbschatten, mit leichten Lüftchen. Ja, musstest du oder hast du hauptsächlich sortiert, ne? So viel, ich sag mal, wegwerfen musstest du da gar nicht im Endeffekt, weil wie gesagt, so wirklicher Müll war das ja nicht, ne? Ja, Also nee, ich hab das ja mitgebracht. Das war genau, ja eigentlich auch sinnvoll steckt ja gewesen. auch Arbeit Ich habe das dahinter ja von der oder drin. Mülltonne mitgebracht hierher, weil ich das weiterverwenden wollte. Nur ein paar Dinge, weil es halt so Holzsachen, weil es zu viel Feuchtigkeit rankam oder weil es zu lange draußen stand oder Aber nochmal kurz zurück auch dazu, ist, wenn du ab und zu mal nachfragst bei Restaurants oder allgemein bei Leuten, die du schon kennst oder die dich auch über die Jahre kennen, die haben das schon im Hinterkopf und behalten das schon auch im Hinterkopf, dass man da vielleicht das ein oder andere dir zumindest mal anbieten könnte, bevor man es zum Müll bringt, ne? mittlerweile kennen mich ja hier auch sehr viele und wissen, was man gebrauchen kann, was nicht. Und dann fragen sie hier, ich hätte hier einen Tisch stehen oder wir haben da hinten Stühle stehen oder ein Bettgestell, was rumsteht, brauchst eine neue Matratze. Oder jetzt gerade vom Hotel, wo eine Bekannte von mir arbeitet, die gibt man öfters Duschgel oder Shampoo, was die Touristen zurücklassen oder Handtücher. Oder oh, ich habe Schuhe in der Größe, die sie da gelassen haben, Badehose. Da ist dann schon, diese Fragen, Jens, kannst du es gebrauchen oder weißt du mehr, wenn er es braucht? Weil klar, wegwerfen ist doof und Ja, und wenn keiner nachfragt, absolut, klar. ja, wegwerfen ist doof und die wissen ja, dass wenn ich das nicht brauchen kann und ich wüsste jemanden, das dann andere weitergebe und nicht einfach in Müll schmeiße oder sonst irgendwie was, sondern dass ich mich auch drum kümmere. Also es gibt auch Leute, die fragen wegen Frauenklamotten und sagen, ah ja, ich kenne da eine Dame, das könnte ihre Größe sein, das bringe ich ihr vorbei. Ja, klasse. Aber nee, bei mir ist das Grundprinzip geben und nehmen, was. Wie du im Wald rufst, so schallst hinaus. Wer Gutes tut, bekommt Gutes zurück. Das passt gut. Deswegen, wenn Leute Hilfe brauchen, helfe ich gerne und habe dann ja, die Hoffnung. Ich, ich denke an Karma. Mir Gutes gibt, Gutes zurück. Und deswegen lebe ich so und mache das. Und man wird oft enttäuscht, aber ich mache trotzdem weiter und versuche den anderen zu helfen, soweit es mir möglich ist und die sich auch nett und freundlich verhalten. Ja, auch zu Geschichten, wo du dann, ich sag mal, enttäuscht wurdest, ne? Oder wo ja, so Sachen dann doch dann anders verlaufen sind, wie man sich das dann denkt, wenn man jemandem hilft. Mehr Ko als oft genug. ja, kommen wir
definitiv auch noch, ja, auch wenn die teilweise schon ein bisschen länger liegen und oder auch nicht. Aber ansonsten agierst du ja eigentlich eher nach dem Motto, warum nicht, anstatt warum. Ne? Also du fragst dich eher, warum gucke ich nicht mal, was ich mit den Sachen machen kann, bevor ich halt sage, nee, brauche ich nicht, kann ich nicht gebrauchen. Wenn es die Möglichkeit gibt zu helfen, dann hilft man, finde ich persönlich. Also für mich ist es Menschlichkeit. Wenn du siehst, da ist jemand in einer Notlage, bevor ich das wegschmeiße, gebe ich ihm was. Also ich habe das auch an meinem eigenen Leib erfahren, dass Leute kamen, haben gesehen, wie ich da sitze. Also früher auch noch, da hat man auch mir noch angesehen, dass mir wirklich nicht so toll geht und ich wirklich Obdachloser bin. Da hatte ich nicht so saubere Klamotten, war nicht so ordentlich. Und die standen dann vor dir, lachen dich an und schmeißen die halbe Pizza extra offen in die Tonne rein. Oder beim Supermarkt, wo wir Lebensmittel rausgeholt haben, dass dann die Mitarbeiter haben erst das Essen weggeschmissen, haben sie halt die Eier, wo ein Päckchen kaputt war, haben sie aufgemacht, müssen ja wegschmeißen. Wenn ein Ei kaputt ist, das ganze Päckchen, haben die Eier aufgemacht und haben die Eier auf die ganzen Lebensmittel draufgeschmissen. Also solche Dinge habe ich auch schon erlebt. Ja, krass zu hören. Also kann man sich natürlich auch nur schwierig vorstellen, dass man sich zu sowas auch teilweise oder dass manche Menschen sich zu sowas herablassen. Aber ja, ich weiß auch ehrlich gesagt dann gar nicht, was ich zu sowas dann noch sagen soll. Das sind alles Erlebnisse, die man, denke ich, einfach mal hören muss und mal kurz sacken lassen muss, um sich bewusst zu werden, wie man sich dann vielleicht auch fühlt. Vor allem, wenn du noch beschreibst, was ich mir vorstellen kann, was ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, wenn dich die Leute dann auch wirklich noch anschauen dabei und das natürlich auch dann bewusst nicht versehentlich wegen Unaufmerksamkeit und oder ähnlichem einfach in den Müll schmeißen und dann danach den Kopf heben und sehen, oh Mist, hätte ich mal früher hochgeschaut, sondern das wirklich auch als Geste und Statement in dem Moment zu verstehen ist. Ja. Ja, aber ich muss da auch sagen, es hat sich in den letzten Jahren auch echt viel, also hier an der Playa, das was ich gerade gesagt habe, das war jetzt hier nicht an der Playa de Palma gewesen, das war ein Erlebnis, hier hatte ich woanders. Ähm, Hier hat es sich aber auch in den letzten Jahren so gebessert, finde ich, dass die Leute respektvoller sind und auch besser aufpassen. Das ist nicht nur bei mir, auch, sondern auch auf andere Leute. Spannend zu hören auf jeden Fall, auch wenn es natürlich definitiv keine schönen Sachen sind, die du dann da erzählst. Aber nochmal zu genaueren Geschichten oder Erlebnissen kommen wir auch definitiv noch, allerdings dann an anderer Stelle, ja. Und zu dem Artikel im Mallorca-Magazin wollten wir noch mal kurz kommen. Wir haben den ja auch tatsächlich erst am Donnerstag gesehen und manches auch erst am Wochenende, wenn wir ehrlich sind. Grundsätzlich an dieser Stelle erstmal ein herzliches Dankeschön nochmal für den Artikel. Wir freuen uns, wie auch, ja, ich sag mal, die Formulierungen gewählt wurden und speziell auch der Teil, ja, beispielsweise, dass man Mäuschen spielen darf und es klingt, als lauscht man zwei Freunden und wie das Ganze dann beschrieben wurde. Ich möchte mich einfach nochmal bedanken und vielleicht möchte Jens jetzt auflösen, warum ich sagte, manches haben wir auch erst am Wochenende gesehen und vielleicht auch gern noch kurz was zu dem Artikel sagen, wie der dir denn gefallen hat. Also ich war auch super begeistert davon, hätte nicht damit gerechnet, dass wir eine ganze Seite für uns bekommen. Und super gut geschrieben, der Artikel, super nett und vielen, vielen, vielen Dank an der Stelle. Ich hoffe, dass die Hörer das auch freut, beziehungsweise die Leser dann von der Zeitung und dass wir noch ein paar mehr Fans kriegen. Und sie mal reinhören, Ähm, ja. ja, ich kann nur sagen, er ist super cool und mit den Fotos, ja, er hat gelacht, weil uns ist dann irgendwann so 3 Tage später aufgefallen oder uns wurde es noch gesagt, müssten wir gucken, vorne im Inhalteverzeichnis, da ist auch noch ein Foto von euch beiden. Ja, von uns beiden, genau. Es hat uns auch sehr gefreut, wie wir es tatsächlich etwas verspätet gesehen haben, ja, oder uns gesagt wurde, wie man da mal Zeit gefunden hat, nochmal genau reinzuschauen, weil man ansonsten natürlich direkt zu dem Artikel geblättert hat und sich schon sehr gefreut hat, dass es so ein toller, schöner Artikel ist, auch mit 3 Fotos und natürlich eine ganze Seite, wie du schon korrekt gesagt hast. Ja, ich war auch gespannt. Ich habe erstmal in der Mitte aufgeschlagen, ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Ja. Ja, nee, freut uns. Wir bedanken uns nochmal an der Stelle und vor allem, wie gesagt, über ich nenne es mal den positiven O-Ton.
Danke, danke euch auch. Vielmals. Passend zum Thema Zeitungsberichte auch noch. Wir haben die Ehre, dass auch eine deutsche Zeitung auf dieses Thema und unseren Podcast aufmerksam geworden ist. In diesem Fall ist das die Saarbrücker Zeitung, also aus meiner saarländischen Heimat. Grüße an dieser Stelle. Und wie es aussieht, wird auch diese Woche noch ein Artikel darin erscheinen. Also an alle Saarländer, schaut doch gerne mal rein. Wir werden auch den bestimmt in der kommenden Folge noch mal kurz erwähnen. Und auch da bin ich schon sehr gespannt, was denn über uns geschrieben wird. Also ich finde, wie gesagt, das habe ich ja schon vorher gesagt, das hast du mir gerade erzählt. Jetzt bin ich echt sehr, sehr überrascht. Wenn das so weitergeht, dann sind wir in 3, 4 Monaten in einer anderen großen oder in welchen der anderen großen deutschen Zeitungen. Na, nachher muss ich noch ins Dschungelcamp. Spaß beiseite, Leute. Hochmut kommt vor dem Fall und natürlich nicht. Wir Nein, fühlen wir uns machen nur genau, Spaß. wir fühlen uns geehrt, dass auch und das Thema augenscheinlich auch ein bisschen Interesse weckt. Und darum geht es eigentlich, weil die Geschichten, die hier erzählt werden, sollen euch auch nur ein bisschen die Realität näher bringen. Ja, ich finde es toll, weil, wie geschrieben, ja auch in der Zeitung, wie er gesagt hatte in seinem Interview, dass man das Schubladendenken einfach aufbricht, dass nicht jeder, der irgendwas gestrandet ist oder der gerade unten ist, ein schlechter Mensch ist, sondern dass es auch Schicksale gibt, die nicht so toll waren und dass diese Menschen einfach nur Hilfe brauchen, um wieder aufzustehen. Klar, es gibt genug, die einen Teil selber dazu beigetragen haben und auch gar nicht von der Straße weg können, wollen. Äh, aber man sollte halt nicht immer vor allen, also die Vorurteile sollen weg. Nicht so pauschalisieren, ne? Genau, es geht um die Pauschalisierung. Nicht jeder, der in der Straßenecke hockt, ist ein schlechter Mensch oder drogensüchtig oder alkoholabhängig. Ja, und auch da finde ich schön, dass da Schubladendenken erwähnt wurde und auch nicht Vorurteile oder ähnliches. Ist eben so, wenn man, ich sag mal, jemand auf der Straße sieht oder vielleicht auch jemand, der einfach sich dort viel aufhält, dass dann natürlich gewisse Denkregionen angeregt werden, die da absolut beim Pauschalisieren sehr unterstützend eingreifen. Und ja, wie gesagt, dieser Beitrag, auch den ich ja damals gesehen habe und der mehrfach erwähnt wurde bei Stern TV, hat da auch einen sehr großen Teil dazu beigetragen, um auch mal zu zeigen, wie extrem vielseitig das sein kann oder auch die Menschen vor allem und speziell eben auch Jens und genau deswegen sitzen wir ja auch heute hier und machen diesen Podcast, ja. Spannend, dass du das auch so heraushebst, weil genau darum geht es. Ja, es ist ja auch so, hast du keine Wohnung, kriegst du keinen Job. Hast du keinen Job, kriegst du keine Wohnung. Klar, in Deutschland und auch hier gibt es Hartz IV, mittlerweile glaube ich Bürgergeld und sowas, die auch Wohnungen anbieten. Aber für mich findet man eine Wohnung mit 2 kleinen Hunden sehr schwer. Ich habe es versucht in Deutschland, hat nicht geklappt. Aber es gibt auch viele Menschen, die möchten nicht zum Amt rennen und betteln, sondern die wollen aus eigenen Kräften hochkommen, so wie ich jetzt hier auf Mallorca zum Beispiel. Und da werden einem ständig Steine in den Weg gelegt. Bei jedem Schritt, den du vorangehst, kannst du wieder einen halben Schritt zurückgehen oder versuchen, außen rum zu laufen. Manchen Menschen wird was pauschalisiert wird, also Vorurteile, Schubladendenken. Der ist ein Obdachloser, der darf nicht für mich arbeiten. Ja, wenn ich eine Wohnung hätte, wäre ich kein Obdachloser, dann könnte ich arbeiten. Aber wenn ich nicht arbeiten kann, kein Geld verdienen, dann kann ich mir auch keine Wohnung leisten. Das mit dem Mietpreis, da hat man schon geredet? Oder? Ja, das mit den Mietpreisen ist ja hier sowieso nochmal ein ganz anderes Thema. Das hattest du auch schon mal kurz angeschnitten. Kann man oder werden wir bestimmt auch noch mal gerne drauf eingehen, dass man da mal so eine Vorstellung hat, weil da wird teilweise auch wirklich Reibach gemacht, wenn du das vergleichst. Unverschämt. Also ich habe gesehen, irgendwann kam auch groß im Internet, da hat eine Frau eine Couch im Wohnzimmer für 360 € angeboten zum drauf schlafen. Ich kenne auch solche Angebote von Ibiza speziell im Sommer und dann auch auf dem Balkon. Oder da Ja, wird der blanke Balkon vermietet, sowas, legt ja. dir eine Luftmatratze dahin, ja? Mhm. Und das ist für 300, 400 Euro. Ja. Das ist unverschämt. Ja.
Und ich habe auch diese Woche in einer der Inselzeitungen, also deutschsprachigen, gesehen, dass auch da nochmal darauf hingewiesen wurde, dass der Immobilienmarkt auch sowieso aktuell mit anderen Problemen zu kämpfen hat. Also dass es auch wohl, wie sagt man denn so schön, unseriöse Angebote bei der Wohnungsbesichtigung gibt, ja, damit wohl augenscheinlich Mieterinnen dann einen Vorzug versprochen bekommen und oder ähnliches. Wenn sie bestimmte Dienstleistungen erfüllen, Ja, meinst du ja, jetzt? ja genau, solche also Ja, unseriösen ja, Angebote halt, ne? sowas gab es schon immer, glaube ich. Ja, Stimmt, hat man auch in Berlin und alles gehört, klar, aber natürlich ist es logisch, dass wenn die Preise immer weiter steigen und ich meine, in klar. Palma ein Und es WG-Zimmer ist nirgends so. 350 Euro, 400 ist normal, ne? Ja, und gerade als Frau auf der Straße sitzen oder sowas, wenn der Notfall, ja, boah, ich will daran gar nicht denken, wenn ich so einen Typen erwischen würde, dieser Teil wird zensiert. Dabei belassen wir es auch. Nee, aber auf das Thema können wir gern nochmal eingehen. Ich habe da auch Ja, den Markt sowieso ein bisschen im Auge, auch in Palma mit WG-Zimmern und so weiter. Ich glaube, das ist auch für viele interessant. Ich speziell habe auch hier eine ja, Bekannte aktuell, die auch von Deutschland aus jetzt hier rüberkommt, Ende des Monats ihre Wohnung dort gekündigt hat und aktuell auch noch auf der Suche ist. Also sie hat mehrere Optionen, das soll man jetzt gar nicht falsch verstehen. Also sie wird auch nicht auf der Straße landen, zur Not geht sie dann halt ins Hotel übergangsweise, ja, und ja, muss das Geld oder kann das Geld, das ist ja auch der Punkt, dann ausgeben. Aber sie sucht verzweifelt auch nach einem Zimmer und sagt, ich brauche auch weder eine Wohnung eigentlich noch sonst irgendwas. Aber die Angebote, die man hier aktuell bekommt, gerade weil es auch jetzt wieder Sommer ist und die heiße Phase, das ist schon unverschämt. ja, das mit dem Airbnb und mit diesen Ferienwohnungen, da haben sie ja schon neue Gesetze gemacht. Die gehen jetzt auch, ich glaube, da gibt es auch neue Gesetze mit Mietpreisbremse, die sie jetzt auch einführen möchten. Ich bin mir nicht sicher, ich habe solche Sachen gehört. Und jetzt auch bei Wohnungsbesetzern gehen die viel, viel härter und strikter vor. Aber da gibt es nichts mehr hier 2, 3, 4 Jahre lang warten, sondern die gehen da direkt rein mit dem Räumkommando und raus mit den Leuten. Also überraschen sie im Prinzip und sagt, du Alter, dann macht ihr doch eine Gegenklage. Dann dürft ihr 2, 3 Jahre warten, bis ihr wieder reinkommt. So habe ich das mitbekommen. Wir informieren uns da mal ein bisschen mehr drüber, damit wir keinen Blödsinn erzählen. Dann machen wir im nächsten Podcast darüber auch mal so Können einen wir kleinen gerne auch Bericht. erwähnen, ja. Ich finde es auch einfach interessant. Es Also gibt, Entschuldigung, gerne. ich wollte, also es gibt jetzt einige Gesetzesänderungen, die sind so dabei, um gerade das mit den Mietpreisexplosionen und mit den Wohnungsbesetzungen komplett wegzumachen, weil es ist unverschämt. Du kannst doch nicht verlangen, dass eine junge Familie, weiß, Frau hat ein kleines Kind, der Mann arbeitet hier als Auszubildender und dann sollen die 1.200 € für eine Zwei-Zimmer-Wohnung zahlen, weißt du? Und er verdient bloß 1.400. Funktioniert irgendwie nicht, ne? Ja, aber, Ja. aber so ist halt gerade die Situation für die Menschen hier. Und das ist das große Problem. Deswegen gehen die jetzt strikt dagegen vor. Und das ist echt ein interessantes Thema. Ich bin da echt mal gespannt. Da lese ich mal die nächsten Tage nach, weil ich ja viel mitbekommen habe, dass sie das jetzt wirklich so wie in Deutschland ähnlich, ja, im Prinzip dasselbe Problem. Es gibt zu wenig Wohnraum und deswegen sind die Bezahlbaren Preise, ja, Wohnraum, ja. bezahlbaren Wohnraum. Weil es halt die PRs gibt und sowas oder die halt herkommen zum Arbeiten, verdienen halt anders wie die Spanier, die hier leben. Genau, und die Und Saisonkräfte ja, allgemein, ne? Angebot und Nachfrage und dann wollen sie auch alle hier am besten Platz leben. Ganz kompliziertes Thema. Deswegen tun wir uns da erstmal ein bisschen einlesen, bevor wir irgendeinen Blödsinn labern. Würde ich jetzt so Nee, vorschlagen. absolut. Ich finde es noch aus einem ganz anderen Punkt auch spannend für, ja, speziell die deutschen Zuhörer und Mallorca-Fans, die hier auch öfter mal herkommen. Gerade Auswanderer. Also ein Bekannter von mir will auch auswandern. Der ist jetzt auch nicht der Ärmste, der will sich eine Finca kaufen. Also schön außerhalb eine Finca mit einem kleinen Pool und alles. Und er findet, muss ich vorstellen, vor allem der will nicht hier in Palma, sondern er will in Jupp Major wohnen. Findet keine bezahlbare Finca für den. Also, da denkt er sich, Alter, was ist denn hier los?
Ihr habt da irgendwo im Nirgendwo Wobei ein Juckmajor ja Häuschen. auch schon speziell auch bei Deutschen jetzt mittlerweile gefragt ist. Es geht ja hin, Sonberry nur in die Ecke und da ist es ja doch auch schon wieder, ne? Ja, Ob es da schöner ist, sei dahingestellt, aber klar, und zumindest er will ja auch noch als Deutsche hierher kommen und ist kein Spanier. Ich denke, das ist auch ein Mitgrund, warum der Preis etwas höher ist. das ist ähnlich wie in Santa Ponza und da ist es dann noch mit den Engländern noch Ja, dazu und da oh schaukelt sich ja, das dann halt da hoch. würde ich auch Deutschland nicht unbedingt hinziehen Sind so wollen. kleine Tipps, wo ich dann einfach jedem auch nur raten muss, das muss man dann selber entscheiden, ob man das Spielchen dann auch mitspielt. Aber trotzdem, es ist gar nicht so einfach. Ich möchte nur noch ergänzen, dass man zum Beispiel, wenn man sagt, in Palma kann ein WG-Zimmer auch bis locker 400 Euro kosten. Ja, Ähm, ja, und fürs ja, Doppelte bekommst du im Landesinneren dann schon auch eine Finca. Ne? Und wenn du ja. Glück hast, auch einen Pool. Klar, Halt aber nicht du auch in musst halt Juckmajor, aber flexibel sein bist und, halt und du musst halt eine Stunde lang Fahrt korrekt. einrechnen. Korrekt. Also man muss das immer alles wirklich differenziert sehen. Und wenn Leute hier sagen, hier kann man schon gar nichts mehr bezahlen, man muss es Nur auch. an den Hotspots. Wenn du in Ja, Palma wohnen willst, hier in der Playa oder in Paguera oder in Magaluf oder direkt in Inca, da ist natürlich teuer. Wenn ich irgendwo in die Berge ziehe, dann ist es günstig. und wenn du halt nun mal gerade in einer dieser genannten Städte arbeitest, als auch Mallorquiner oder Spanier, dann hast du nun mal nicht die besten Chancen, bezahlbaren Wohnraum zu kriegen oder dich schon mitten in der Nacht vorher halt auf den Weg zu machen zur Arbeit. Ne? Das muss man immer alles in Relation sehen, aber muss das dann auch dazu sagen. Es kommt halt letztendlich darauf an, wo man sich umschaut und wie flexibel man ist, würde ich sagen. Aber auf das Thema gehen wir bestimmt auch nochmal ein. Und wie du auch gesagt hast, wir machen uns mal schlau und dann im Vergleich Playa de Palma und Palma Stadt. Auch dazu haben wir ja wirklich auch ein bisschen Feedback schon von unseren Hörern bekommen. Auch gerade heute nochmal ein Kommentar bei Instagram, wo speziell erwähnt wurde, dass auch die Person dich persönlich kennt und schon seit längerem und du immer ganz lieb zu deinen Hunden bist. Da ganz grundsätzlich vielen lieben Dank für eure Fragen, euer Feedback oder auch wirklich einfach nur eure Erlebnisse mit Jens und Kommentare, die wir auch bei Spotify bekommen haben. Das freut uns sehr. Wir werden auch zeitnah in eine der kommenden Folgen zu euren Fragen und all den Dingen und Kommentaren Stellung beziehen. Und ich weiß nicht, Jens, möchtest du dazu was sagen? Weil bisher ist ja schon das eine oder andere eingegangen und du hast es ja auch jedes Mal gesehen oder wurdest von mir darauf aufmerksam gemacht, sagen wir es mal so. Ja, mich freut es auch. Also das Feedback finde ich richtig gut. Auch dass Fragen gestellt werden. Wir werden auf jeden Fall drauf eingehen in den nächsten Wochen oder nächsten Sendungen. Und wenn das gut ankommt, und dann könnte man das ja auch öfters machen, oder? So alle 4 Wochen eine extra Sendung, wo wir nur die Fragen beantworten. Ja, oder größere Zeitspanne der Folge dann dafür nutzen, wenn natürlich ein paar Fragen und Feedback und Anregungen zusammengekommen sind, dass sich es auch ein bisschen so lohnt, dass wir das nicht strecken, aber absolut, klar, weil so wie es aussieht, kommen da mit jeder Folge ein paar Fragen auf, ja. Auf eine würde ich auch ganz kurz eingehen, dann können wir mal unabhängig das davon auch beantworten. Es wurde nachgefragt, Bezug auf die Niederbayern, was denn Western Union ist. Ah, ja, Western Union, das geht glaube ich über die Post und da gibt es extra, das ist so eine Versandzentrale für Geld. Also im Prinzip, da kann die wieder Geld überweisen, aber dafür braucht man ein Ausweisdokument und bekommt dann, also geht während hin. Das gibt bei der Post, also das sind so gelbe Schilder, da steht Western Union. Oder auch so Supermarkets hier, ne? Und so. Ja, also ist meistens ausgeschildert und ähm, da zahlt man dann in Deutschland oder in anderen Ländern Geld ein, bekommt einen 12-stelligen Code oder 11-stelligen Code und muss den Namen und die Nummer von dem Ausweis angeben. Und damit kann man dann hier oder woanders hingehen, wo auch ein Western Union Laden ist und es abheben. Aber man braucht halt das Ausweisdokument und den 12-stelligen oder 11-stelligen Code. Und dann kann man auf schnelle Weise einfach das Geld überweisen, falls dann beklaut wurde. Aber man braucht halt zum erst ein Dokument, wo der Name draufsteht. Deswegen muss man ja erst, wenn man mit allem beklaut wurde, zur Polizei gehen und ein Verlustausdokument sich besorgen, damit man nachweisen kann, dass man die Person ist, das Geld erhalten darf.
Was du in der letzten Folge ja erklärt hast, ne? Ja. Darauf beziehen wir uns ja. Genau. Und das hat dann in dem Fall für sie auch ausgereicht und funktioniert. Sprich, dieser Code, ob 11- oder 12-stellig, ne? Ja. Und dann dieses, ja, nennen wir es mal Ersatzdokument, was ja von der Polizei in dem Sinne beglaubigt war, dass sie diese Person sind. Ne? Und das hat dann gereicht, um das Geld entgegenzunehmen. Das funktioniert meines Wissens auch weltweit, glaube ich, oder? Ja, das ist weltweites Unternehmen. Ja, und auch, wie gesagt, verdammt schnell und im Endeffekt unkompliziert, ohne ein Konto bei einer speziellen Bank oder so. Kostet halt Gebühren, die nicht unbedingt so niedrig sind. Aber du hast innerhalb von ein paar Minuten das Geld überwiesen. Ja, und du bekommst es halt auch bar, ne? Das ist ja auch, Ja. ohne wiederum eine Bankkarte besitzen zu müssen Klar, oder bis zum ähnliches. bestimmten Betrag. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich glaube 500 Euro bei den normalen Läden. Und dann gibt es spezielle Läden, da kann man auch einen höheren Betrag abheben. Aber zum Rückflug buchen wird es reichen, ne? Ja. Okay. Nee, fand ich auch spannend, da auch mal auf ein konkretes Beispiel vielleicht gerade einzugehen, weil es auch noch in Bezug zur letzten Folge ist und auch für jeden ja interessant. Die Stromrechnung dauerhaft sollte man so jetzt nicht bezahlen, ja. Wäre zu teuer. Genau, das ist da auch die Message, aber in einem wirklichen Notfall ist es einem, glaube ich, dann auch egal, ob man nachher noch 10 Euro Gebühren gezahlt hat, ne? Ja, das ist für manche der Lebensretter, damit sie hier nicht stranden und zurückkommen. Weil es gibt ja oft, ich muss morgen früh in der Arbeit stehen. Mein Absolut, Chef weiß nicht, dass ich auf Malle bin. Ja, Es gibt Ärger. oder zig andere Szenarien, ja, wo du einfach sagst, ich kann es mir jetzt nicht erlauben, den Flug zu verpassen, beziehungsweise morgen nicht da zu sein. Ich muss heute einfach fliegen. Ne? Ja, da gibt es auch andere Unternehmen noch. Wir hatten es vorher kurz auch privat nochmal hier ohne Mikro angeschnitten. Ich glaube, Ria Money oder so, was Ja, speziell da gibt es mehrere so in Unternehmen. Südamerika mehr genutzt wird, aber ich kenne auch Western Union, würde es auch jetzt empfehlen, nur dass ihr das einfach mal gehört habt. Ja? Wenn ihr aus irgendeinem Grund irgendwo jetzt kein Western Union findet, es gibt auch Alternativen. Ja, und auf solche Fragen gehen wir sehr gerne ein und bitten euch auch darum, wenn irgendwas offen ist, was vielleicht auch nicht verständlich war oder auch wie hier jetzt einfach ein Produkt erwähnt wurde, das ihr noch nie gehört habt, gerne kurz nachhaken Weil und wir gerade gehen ein drauf ein. Produkt, wo man nicht kennt. Achtung, Werbung. Kennt ihr noch, ich weiß nicht, gibt es noch Traveler-Checks? Das erinnere ich mich noch an ganz früher. Da hat man ja im Urlaub die Traveler-Checks mitgenommen, dass man nicht beklaut werden kann. Also Gibt's sowas noch? ich kenn Jetzt sie, stelle ich weiß ich mal eine Frage. Ich kann sie dir nicht beantworten, genau, ja. Schick mir das einfach mal so raus an die Community. Also Leute, eure, ja, nennen wir es Aufgabe, gibt uns Hilfe, erleuchtet uns, gibt es noch die Traveler-Checks. Einen kleinen Cliffhanger möchten wir euch auch schon mitgeben und dann folgt nun wieder die Verabschiedung und das Ende der tatsächlich dritten Folge. In der nächsten Folge werden wir, ja, ich sag mal, ein bisschen damit anfangen, wie denn Jens hier auf die Insel gekommen ist, beziehungsweise wir gehen einfach mal zu dem Startpunkt. Natürlich werdet ihr auch weiterhin die aktuellen Erlebnisse von Jens Woche hören, selbstverständlich, aber wir werden anfangen, einfach mal so ein bisschen chronologisch zu erzählen, wie es denn für Jens hier losging. Und vielleicht möchtest du uns ja so eine klitzekleine Geschichte und einen kleinen Einblick geben, wie es denn hier losging. Ja, also ich bin ja mit einem, den ich kennengelernt hatte, gelandet. Der hatte mich hier eingeladen in Urlaub. Wollte ich erst nicht glauben. Dann habe ich hier 5 Tage mit dem Urlaub gemacht. Ja, und dann war der Rückflug storniert. Und wie es dann weiterging, das erzähle ich euch dann. Also Fangen wir in der nächsten Folge vielleicht damit an, oder? ja, auf jeden Fall. Mal sehen, wie weit ich komme. Die erste Nacht, das reicht eigentlich schon mal für einen halben Podcast. Ich kann es mir vorstellen, dass speziell in der ersten Zeit und ja, auch die erste Nacht, das sich anfühlt wie eine Woche. Ja, das war eine harte Nacht. Nicht, also es war alles nicht so wie geplant. Der ganze Tag war, war komisch. War das dann die 6. Nacht auf der Insel? Ja, Ja, okay. Ich würde sagen, das reicht auch die als ersten Cliffhanger. 5 war ich ja im Hotel. Ja, deswegen habe ich nachgefragt, ja, okay. Der erste Tag am Strand schlafen. Ich habe den Fehler auch begangen. Und wie das dann weitergeht und was da Jens passiert ist,
Damit fangen wir in der nächsten Folge an, ja. Damit entlassen wir euch auch heute aus der 3. Folge. Ja, unglaublich, wie auch die Zeit vergeht, dass wir jetzt schon auf Folge 4 hinarbeiten. Mir macht es noch genauso viel Spaß wie am Anfang. Ich hoffe, Jens auch. Ich hoffe auch, dass ihr da draußen beim Zuhören, ja, einfach gut unterhalten seid, was auch immer das bei euch auslösen mag. Wir versuchen das ja etwas vielseitiger zu gestalten. Ich hoffe einfach, wir können euch ein bisschen unterhalten und ihr bleibt dabei. Ich bleibe nämlich auch dabei, dass Jens das letzte Wort hat. Und auch da sind wir jetzt wieder angekommen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, freue mich auf nächste Woche. Hasta luego. Dann danke ich euch erstmal allen, dass ihr fleißig zuhört. Ich finde es super, super cool, dass ihr Interesse daran findet, an dem, was wir so labern. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder zuhört und Gefallen daran gefunden habt, was wir wieder gesprochen haben. So sage ich mal, tschüss zusammen, bis denne. Gestrandet. Last Exit Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen liebster Insel.